Ja, und damit willkommen zu einem neuen Abenteuer. Wir sind mal wieder hier in Waldshut auf der Hochrheinbahn unterwegs. Aber die Hochrheinbahn ist heute jetzt gar nicht mehr der Fokus. Das ist einfach nur ein Bewegungsmittel. Es ist der letzte Tag, bevor die Hochrheinbahn dicht gemacht wird für ein ganzes Jahr, für die Elektrifizierung. Unser Ziel ist erstmal der Bahnhof Singen. Während der Fahrt wird dann noch mal Joshi auf mich zustoßen. Dann werden wir uns ein Auto holen und dann fahren wir zu ein paar abgelegenen Bahnhöfen. Und zwar 3 mechanischen Stellwerken, die noch in Betrieb sind. Betonung auf noch. Eins wird nächsten Monat außer Betrieb gehen. Und dann werden wir mal schauen, was wir das alles dokumentieren können. Und ob wir eventuell auch sogar ins Stellwerk rein dürfen. Ich werde mal ganz nett fragen. Und mal gucken, was der Tag so bringen wird. Jedenfalls erstmal sehr viel Reisen. Und jetzt erstmal bis Singen. Und hier kommt jetzt dann gleich hoffentlich der RE3 mit Dostos. Dann habe ich den noch mal mitgenommen. Würde mich freuen. Unser Ziel heute sind nicht nur die 3 Bahnhöfe, die demnächst umgebaut werden, sondern wir schauen uns auch die Strecken an, die die Bahnhöfe bedienen. Den Anfang macht dabei die Räuberbahn, die beim Bahnhof Altshausen abzweigt, was einer der Bahnhöfe ist, die sein mechanisches Stellwerk schon in Kürze verlieren wird. Der erste Halt dieser Reise liegt deshalb ganz bewusst in Pfullendorf. Die Geschichte beginnt mit einer Zeit, in der Baden und Württemberg nicht nur 2 Verwaltungen, sondern für den Bahnbau ganz reale Grenzen waren. Pfullendorf träumte im 19. Jahrhundert von einem großen Anschluss an eine europäische Magistrale, bekam aber am Ende nur eine Nebenbahn. Der erste Zug dampfte am 11. August 1873 von Pfullendorf nach Schwankenreude und am 14. August 1875 war die Verbindung nach Altshausen komplett. Der Personenverkehr endete erst Richtung Aulendorf 1964 und in Richtung Schwankenreude 1971. Güterverkehr wurde noch bis 2002 gefahren. 2 Jahre später wurde die Strecke Altshausen-Pfullendorf stillgelegt. Seit 2009 ist der Restabschnitt kommunal reaktiviert, seit 2011 gibt es wieder touristischen Verkehr und seit 2018 fährt die Strecke unter dem Namen Räuberbahn. Und seit 2023 rollen dort zusätzlich ehrenamtlich betriebene Bürgerbahnzüge. Aus dem vermeintlichen Ende wurde also ein zweites Leben. Nach unserem Dreh im Pfullendorf haben wir uns den nächsten Bahnhof ausgesucht auf der Räuberbahn, der noch interessant ausgesehen hat. Und das war dann der Bahnhof Ostrach. Auch das ist keine bloße Durchgangsstation, sondern ein Bahnhof, an dem man noch sieht, dass Nebenbahnen einmal für mehr gebaut worden war, als nur für den Ausflugsverkehr. Offizielle Unterlagen zur Strecke halten für Ostrach fest, dass dort nicht nur wieder Personenzüge halten, sondern dass diverse Gütergleise mit Ladefunktion vorhanden sind und sogar der Wiederaufbau einer Kopframpe vorbereitet worden war. Von besagter Kopframpe haben wir leider keine Detailaufnahme gemacht, sondern nur diese Aufnahme. Ich hoffe, das zeigt sie entsprechend genug. Es gibt aber noch ein Industriegleis, das wir hier gesehen haben, das theoretisch noch benutzbar wäre, aber das sah jetzt nicht so aus, als ob da vor kurzem was hingefahren wäre. Schön zu sehen war am Dreh, dass auch die Anwohner sichtlich begeistert waren, dass wir zur Räuberbahn Filmaufnahmen gemacht haben. Wir wurden mehrmals angesprochen mit einem großen Grinsen im Gesicht. Am Bahnhof Ostrach ist sichtlich die Zeit stehen geblieben. Man sieht noch die alte Anschrift am Bahnhofsgebäude selbst und der Gesamteindruck wirkt eigentlich unverändert seit damals. Im Gebäude selbst ist heute ein Atelier. Wir finden im Bahnhof diverse Handweichen, die zum Teil schon bessere Tage gesehen haben, und einen grünen Perron. Lediglich der Weg zum Perron selbst könnte etwas besser gestaltet werden, denn der ist auf Anhieb gar nicht so ersichtlich. Die Fahrt ging nun weiter zum ersten Zielbahnhof, weswegen wir die Tour in der ersten Linie gemacht haben, der Bahnhof Altshausen. Hier beginnt der Kern des Films. Historisch ist Altshausen ein Bahnhof mit 2 Gesichtern. Einerseits liegt er auf der alten württembergischen Allgäubahn, deren Abschnitt Aulendorf-Saulgäu am 25. Juli 1869 in Betrieb ging. Andererseits wurde Altshausen ab dem 14. August 1875 zum Abzweigbahnhof der Strecke nach Pfullendorf. Genau das macht den Ort so stark. Altshausen ist ein Knotenpunkt, an dem sich Hauptstrecke und Nebenbahn kreuzen. Auch die Stellwerksgeschichte zeigt, wie tief die Technik hier im Bahnhof verankert ist.
In der Stellwerksdatenbank sind für Altshausen zwei ältere mechanische Kurbelwerke der Maschinenfabrik Esslingen dokumentiert. Ein Fahrdienstleiterstellwerk von 1904 und ein Weichenwärterstellwerk von 1909. Beide wurden 1966 außer Betrieb genommen und wurden von dem jetzigen mechanischen Stellwerk mit Wechselstromblock ersetzt. Die offizielle Projektlage sagt, Altshausen gehört zu den ersten Ausbauschritt der Stellwerkserneuerung auf der Württemberg-Allgäu-Bahn. Die Stadt Bad Sollgau kommuniziert für den Abschnitt eine Vollsperrung vom 4. Mai bis Ende Juli 2026 und die DB-Vergabeunterlagen nennen für den ESTW-Abschnitt Bad Sollgau-Altshausen den 27. Juli 2026 als Zieltermin. Im Rahmen der Umbauarbeiten werden auch die Bahnübergänge am Bahnhof erneuert. Einer der beiden direkt am Bahnhof war bei unserem Besuch bereits gesperrt. Diese wurden mit einem Handkurbel betätigt, welches wir später im Video noch sehen werden. Angekommen sind wir auf der Verladeseite des Bahnhofs, wo Holz verladen wird. Auf dieser Seite befindet sich auch ein ehemaliges Anschlussgleis zur alten Sägemühle, welches mittlerweile nicht mehr genutzt wird. Der Bahnhof strotzt nur so von alter Technik, von den ganzen Seilzügen, Handkurbeln und natürlich den Formsignalen. Wir haben uns anschließend auf den Weg gemacht, um in die Mitte des Bahnhofs zu kommen, um dort endlich zum Stellwerk zu kommen. Wir hatten da gerade ein gutes Timing, als ein Zug eben eingefahren ist in den Bahnhof. Die Chance haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen, das zu filmen und natürlich auch die Signaltechnik zu beobachten. Kleiner Funfact an dieser Stelle: Alle Züge haben hier auf Gleis 1 angehalten, der Mittelbahnsteig wurde nicht mehr genutzt, dafür gab es auch entsprechend Durchsagen. Gemäß den Bauunterlagen soll der Mittelbahnsteig in der Zukunft auch verschwinden. Dafür wird der jetzige Bahnsteig 1 erneuert. Die Fahrdienstleiterin vor Ort war sehr zuvorkommend und auf die Frage hin, ob wir denn das Stellwerk ein letztes Mal dokumentieren dürfen, bevor es außer Betrieb geht, kam ein überraschendes Ja. Die Chance haben wir uns natürlich sofort ergriffen und haben hier für euch die Anlage dokumentiert.
Unter der Prämisse, dass ich die Fahrdienstleiterin unkenntlich mache, hat sie uns auch noch erlaubt, dass wir das Stellwerk noch einmal ganz kurz hier in Aktion sehen dürfen und wie sie den Bahnübergang wieder nach oben zieht. Wir mussten uns dann so langsam vom Bahnhof Altshausen verabschieden. Es war wirklich toll, hier nochmal die alte Technik hier zu erleben und dass wir die Möglichkeit hatten, das alte Stellwerk hier so gut zu dokumentieren. Vielen Dank dann nochmal an die Fahrdienstleiterin. Und jetzt geht's weiter in Richtung Bad Waldsee, wo das nächste mechanische Stellwerk auf uns wartet, was demnächst außer Betrieb geht. Auch hier steht die Geschichte des Bahnhofs auf einem alten Fundament. Der Abschnitt Aulendorf-Waldsee der Allgäubahn wurde am 25. Juli 1869 eröffnet. Bad Waldsee war damit auch schon sehr früh Teil jener Ost-West-Verbindung, mit der Württemberg sein Allgäu enger an das Kernland anbinden wollte. Doch der Bahnhof, den man heute als mechanischen Bahnhof erlebt, ist technisch noch interessanter, als man auf den ersten Blick meint. In der Stellwerksdatenbank sind für Bad Waldsee zwei ältere Stellwerke dokumentiert, eines von 1910 und eines von 1926. Das heute aktive Fahrdienstleiterstellwerk WF ging hingegen erst am 13. März 1974 in Betrieb. Es ist also nicht einfach eine unberührte Anlage aus Vorkriegszeiten, sondern eine relativ späte mechanische Lösung, die ältere Bauarten weiterverwendet und sichtbar konserviert hat. Dokumentiert ist eine Mischanlage aus Einheitshebel und älteren Jüdel-Doppelhebeln. Bei den Ausfahrsignalen kommen Einheitshebel zum Einsatz, während die Einfahrsignale noch über Jüdelhebel gestellt werden. In diesem Stellwerk sind mehrere technische Epochen gleichzeitig anwesend. Man sieht dort sehr schön, wie Eisenbahn in Deutschland nie nur in großen Sprüngen modernisiert wurde, sondern oft schichtweise, langeweise und pragmatisch. Alter neuer, solange es betrieblich passte. Als wir gerade am Filmen waren am Bahnsteig, haben wir noch 3 Leute vom Verein Württembergische Schwarzwaldbahn getroffen, die sich den Bahnhof ebenfalls angesehen haben und die Tour, die wir gemacht haben, auch am Machen waren, nur in umgekehrter Reihenfolge. Das Stellwerk an sich ist von außen kaum zu erkennen, lediglich kleine Hinweise deuten darauf hin, wo sich das Stellwerk im Gebäude befindet. Im Jahr 2016 wurde das heruntergekommene Bahnhofsgebäude in Bad Waldsee von der Deutschen Bahn im Rahmen einer Versteigerung verkauft, worauf es anschließend renoviert und erweitert wurde. Heute befinden sich neben dem Stellwerk ein Restaurant, ein Ballettstudio und diverse Büros im Bahnhofsgebäude. Dank der 3 Leute vom Verein Württembergische Schwarzwaldbahn, die sich getraut haben, beim FDL einmal zu klopfen, wurden die Türen geöffnet und wir konnten das Stellwerk filmen.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dem Fahrdienstleiter hier in Bad Waldsee nochmal bedanken, dass er uns da reingelassen hat. Und wir hatten auch noch ein sehr ausführliches Gespräch über das Stellwerk. Das werde ich aber in einem eigenen Video hochladen für meine Patreons. Jetzt ging es weiter zum nächsten Bahnhof, und zwar Roßberg. Aber Roßberg zu filmen war leider gar nicht so einfach. Der Bahnhof Roßberg befindet sich mittlerweile im Privatbesitz. Auch die Deutsche Bahn ist nur noch Untermieter. Der Besitzer macht es sehr deutlich mit Kameras und Schildern, dass es sich um ein Privatgrundstück hält, und uns wurde vom Fahrdienstleiter gesagt, dass er wohl das Filmen nicht möchte. Wir haben den Besitzer leider nicht antreffen können, weswegen wir keine eigenen Aufnahmen vom schönen Bahnhof machen konnten, respektiv vom Inneren sowie vom Bahnsteig. Auch der Fahrdienstleiter wollte bzw. konnte uns das Stellwerk nicht zeigen, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Das Ganze hat uns aber nicht davon abgehalten, zumindest außerhalb vom Bahnhof ein paar Aufnahmen vom Bahnhof und den Anlagen zu machen. Roßberg ist der historische Scharnierpunkt zwischen der großen Allgäubahn und der Stichbahn nach Bad Wurzach. Um zu verstehen, warum dieser Bahnhof so besonders ist, muss man ein Stück weiter ausholen. In den 1860er Jahren wurde nämlich ernsthaft darum gerungen, wie die Allgäubahn von Waldsee aus weitergeführt werden sollte. Bad Wurzach hatte bereits 1862 eine Linienführung über Wurzach gefordert. Die Regierung entschied sich letztlich aber aus wirtschaftlichen und technischen Gründen für die Trasse über Wolfegg und Kistlegg. Der Bahnhof Roßberg entstand in diesem Zusammenhang mit dem Abschnitt Waldsee-Kistlegg, der am 15. September 1870 seinen Betrieb aufnahm. Bad Wurzach musste weiter um seinen Anschluss kämpfen, bis 1901 die Entscheidung für eine normalspurige Stichbahn von Roßberg nach Wurzach fiel. 1904 wurde sie eröffnet. Die Roßbergbahn ist also gewissermaßen die späte Antwort auf einen alten, verlorenen Trassenstreit. Technisch ist Roßberg mindestens so interessant wie seine Entstehungsgeschichte. Dokumentiert ist für den Bahnhof ein älteres mechanisches Kurbelwerk STW-1 von 1910, das am 17. Dezember 1963 außer Betrieb ging. Das heutige aktive Fahrdienstleiterstellwerk RF wurde ebenfalls am 17. Dezember 1963 in Betrieb genommen. Es sitzt als seitlicher Anbau am Empfangsgebäude und arbeitet mit einer Mischform aus Einheitsbauart und älterer Jüdelhebeln. Ausdrücklich vermerkt ist, dass Signal- und Weichenhebel aus Altbauformen erhalten blieben. Auch hier ist die geplante Ablösung für den Herbst 2026 dokumentiert. Wir haben uns dann entschlossen, die Roßbergbahn abzufahren, um zu erkunden, was die Stichstrecke so bietet. In ihren Glanzzeiten verkehrten dort bis zu 3 Güterzüge täglich, die Rohstoffe und Fertigwaren transportierten. Später war insbesondere die Glasfabrik ein entscheidender Anker für die Strecke. Die Stadt übernahm die Linie 2004 von der Deutschen Bahn, um die Anbindung des Werkes zu sichern. Bis Ende 2016 wurden dort nach städtischen Angaben jährlich bis zu 50.000 Tonnen Rohstoffe auf die Schiene verlagert. Seit 2018 wird erneut Soda per Bahn angeliefert. Gleichzeitig lebt die Strecke nicht nur vom Güterverkehr, die Moorbahn verbindet seit Jahren Aulendorf, Bad Waldsee und Bad Wurzach im Ausflugsverkehr. 2026 offiziell vom 1. Mai bis 18. Oktober. Erwähnenswert dabei ist, dass die Moorbahn dabei durch das Werksgelände der Glasfabrik fährt, um zum Bahnhof zu kommen. Der Bahnhof selbst ist leider nur noch ein Schatten von dem, was er früher einmal gewesen ist. Es gab umfangreiche Gleisanlagen, die jedoch komplett zurückgebaut wurden. Nur die 2 Gleise am heutigen Bahnsteig existieren noch, die vor dem alten Bahnhofsgebäude enden. Am Ende des Bahnsteigs befindet sich noch ein Schlüsselwerk. Neben dem am Bahnsteig gibt es noch ein weiteres zur Bedienung der Industrieanschlüsse. Und damit haben wir alle Stellwerke abgedeckt, die wir euch zeigen wollten. Wir hatten aber für den Abschluss noch eine Idee. Wir haben immer wieder bei den Bahnhöfen Werbung zu der Torfbahn gesehen, und da diese quasi neben dem Bahnhof war, sind wir da zum Abschluss hingefahren. Das Wurzacher Ried war über viele Jahrzehnte durch Torfabbau geprägt. Der industrielle Torfabbau endete aber 1996, und aus der ehemaligen Werks- und Feldbahn ist heute gemeinsam mit dem Oberschwäbischen Torfmuseum ein museal betreuter Erinnerungsort geworden. Die historische Dorfbahnstrecke misst heute noch rund 1,5 Kilometer. Wir haben dort noch die letzten Manöver beobachten können, da wir leider kurz vor Schluss angekommen sind. Wenn ich das Abenteuer in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, dass es eine tolle Reise in die Eisenbahngeschichte war, die man noch anfassen kann, und es richtig toll war, die alte Technik noch einmal ein letztes Mal zu erleben. Ich hoffe, euch hat dieses Porträt über die 3 Stellwerke gefallen, und ich freue mich schon auf das nächste Projekt. Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch wie immer eine gute Fahrt.